In diesem Video geht es um den Bau einer Oberleitung für die Märklin-Schiebebühne auf dem Modul Abstellung mit Betriebshof. Der komplette Aufbau der Oberleitung wird dann in Teil 5 der Videoreihe zum Bau des Moduls beschrieben. Im Vorfeld von Teil 2 gab es bereits ein Video mit einer Anleitung zur Digitalisierung der Schiebebühne. Zunächst soll nun geklärt werden, wie eine Oberleitung für eine Schiebebühne aussehen kann. Im Bild zu sehen ist eine Schiebebühne im Rangierbahnhof Mannheim, bei dem die Oberleitungen über alle Zu- und Abgangsgleise hinweg gespannt sind. Das funktioniert bei Schiebebühnen, die symmetrisch aufgebaut sind, wo also Zu- und Abgangsgleise sich an der gleichen Position befinden. Eine Variante dazu ist die hier zu sehende Schiebebühne in Stuttgart-Rosenstein. Hier fährt die Oberleitung, die an Portalen aufgehängt ist, mit dem Schlitten mit. So sind auch unsymmetrische Zu- und Abgangsgleise zugänglich. Auch die Märklin-Schiebebühne ist unsymmetrisch aufgebaut, sodass eine mitfahrende Oberleitung Sinn macht. Märklin hat hierzu ein Zurüstset zur Schiebebühne angeboten, das allerdings leider nicht mehr verfügbar ist. Ich habe meine Teile gebraucht im Internet bekommen. Als Alternative bietet Brima ein Set mit Portalen und einem Oberleitungsfahrdrahtstück passend zum Sommerfeld-Quertragwerk an. Mit Sommerfeld-Oberleitungen habe ich bisher keine Erfahrung, es war aber der einzige Anbieter, den ich gefunden habe, der ein Quertragwerk speziell für die Märklin-Schiebebühne anbietet. Unabhängig von der Entscheidung für den Rest des Moduls war damit die Wahl für die Schiebebühne getroffen. Dabei konnte mich auch der Warnhinweis zum Zeitbedarf und der sauberen Arbeitsweise nicht abhalten. Da ich bislang noch keine Sommerfeld-Oberleitung verbaut habe, habe ich mir neben dem Katalog auch die Aufbauanleitung besorgt. Das kann ich Einsteigern nur absolut empfehlen. Das Set für das Quertragwerk enthält eine Vielzahl an Einzelteilen, die nicht nur zusammengesetzt, sondern auch in der Länge angepasst werden müssen. Die Anleitung ist knapp gehalten und besteht aus einem zweiseitig bedruckten Blatt. Für den Zusammenbau habe ich überwiegend die hier gezeigten Hilfsmittel benutzt. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass ich die Oberleitung rein dekorativ verwenden möchte und nicht zur Bereitstellung des Fahrstroms. Ich werde aber Hinweise geben, worauf aus meiner Sicht zu achten wäre, wenn man aufgebügelt fahren möchte. Hier zeichne ich die Bohrlöcher für die Masten an, die laut Anleitung einen Abstand von 44 mm zur Kante der Schienebühne haben sollen. Für einen Oberleitungsbetrieb wäre meine Empfehlung, diesen Abstand um einige Millimeter zu verringern, damit man am Ende einen lückenlosen Anschluss zwischen den Fahrdrähten der Schiebebühne sowie der Zu- und Abgangsgleise herstellen kann. Vor dem Bohren der Löcher ist natürlich unbedingt darauf zu achten, dass sich an diesen Stellen unter der Platte keine Bauteile oder Verkabelung befinden. Gegebenenfalls müssen diese verlegt werden. Durch die Verschraubung erhält das Quertragwerk einen sehr stabilen Halt. Die Querprofile des Sets haben alle eine Länge von 300 mm und müssen auf die erforderliche Länge gekürzt werden. Das ist zwar Aufwand, ermöglicht aber eine flexible Gestaltung. Ich habe beim gesamten Aufbau die Teile regelmäßig eingefügt, um sie gegebenenfalls, wie hier zum Beispiel durch Feilen, noch anzupassen. Beim Aufbau der Quertragwerke bin ich so vorgegangen, dass ich zunächst eins komplett fertiggestellt habe, um gegebenenfalls beim zweiten Fehler von vornherein zu vermeiden. Nicht immer erkennt man Auswirkungen an späterer Stelle im Vorhinein. Für die Einbauhöhe der Mastschellen für Querträger und Fahrleitung ist zu beachten, mit welcher Bauhöhe der Mast im Verhältnis zum Gleisprofil eingebaut wird. Insbesondere wenn man die Oberleitung zur Stromversorgung nutzen möchte, sollte man die in der NEM 201 für die H0 Normalspur angegebene Fahrdrahthöhe von 60 bis 73 mm einhalten. Beim Richtseil bin ich etwas von der Aufbaueinleitung abgewichen. Während ich es an der einen Seite umgebogen und in die Mastschelle eingehängt habe, habe ich die andere Seite flach auf der Mastschelle verlötet. Die im Set enthaltenen braunen Isolatoren habe ich mit der graugrünen Farbe von Sommerfeld koloriert. Sie passen farblich dann besser zu den in der Zufahrt aufgestellten Haarprofilmasten. Zum Verlöten habe ich wie empfohlen das Sommerfeld Lötöl verwendet, was wunderbar funktioniert hat. Für die Länge der Halteseile ist unbedingt auf die Lage der Gleise zu achten. In meinem Fall waren bei dem kürzeren Querträger zwei unterschiedliche Längen erforderlich. Mit dem Lötzinn kann man noch etwas sparsamer umgehen. Die Sockelmasten habe ich mit grauer Abtönfarbe gestrichen. Nicht im Bild zu sehen ist der inzwischen auch erfolgte Voranstrich der Masten und Querträger.
Nun erfolgt der Aufbau der Isolatorbrücken, in der Anleitung auch Trägerbock genannt. Hier war die Anleitung für mich allerdings unklar. Auf der Bildseite links erkenne ich im Kreis ein Drahtstück, das durch die Löcher des Trägerbocks gesteckt und verlötet ist. Im blauen Kasten rechts steht Trägerbock vorbereiten und in Klammern kein Isolator. Ich habe hier bei Sommerfeld nachgefragt und eine schnelle Antwort erhalten, die allerdings nicht ganz erhellend war. Es gab nur den Hinweis, dass die schwarzen Stellen hier im Kreis zu sehen Isolatoren sind. Ich habe dann, wie von mir angenommen, ein kurzes Drahtstück durch den Trägerbock geschoben und beidseitig verlötet. Den Isolatorbock habe ich dann auf den Querträger gesetzt und über die Laschen festgequetscht. Den Isolator habe ich schließlich unter den Draht gedrückt, sodass er festsitzt. Damit ist das Quertragwerk fertig und kann auf der Platte verschraubt werden. Nun werden die Endstücke aus dem Set sowie zusätzlich zu beschaffende Fahrdrähte für die Weiterführung der Fahrleitung in den Zufahrtsbereich auf das Richtseil aufgefädelt und dieses auf den Maststellen verlötet. Nach der Benetzung mit Lötöl erfolgt das Verlöten der Fahrdrähte von beiden Seiten. Auch die Tragseile habe ich oberhalb der Isolatorbrücke verlötet. Nun erfolgt die finale Bemalung der Träger und Masten sowie insbesondere der Lötstellen. Zum Abschluss werden die Fahrdrähte, Tragseile und Hänger inklusive der Lötstellen basaltgrau angestrichen. Auf der anderen Seite der Schiebebühne steht direkt hinter dem Quertragwerk die Lokhalle. Die Länge der Lokhalle beträgt 335 mm und der Abstand zwischen Lokhalle und Querträger 90 mm. Insofern ist der Sommerfeld-Fahrdraht mit 500 mm Länge gut geeignet. Das Modell der Lokhalle besitzt oberhalb der Türen eine Aussparung zur Durchführung der Fahrdrähte. Die Tragseile durchtrenne ich direkt vor der Lokhallenwand und fädle einen Isolator auf. Für das hintere Ende von Tragseil und Fahrdraht bohre ich Löcher in die Rückwand der Lokhalle und biege die Drähte um. Durch Spachtel und Farbe kann das Ganze kaschiert werden. Das Tragseil wird über der Isolatorbrücke umgebogen und mit dem Endstück verlötet. In den Fahrdraht wird eine Lasche gebogen, die mit dem unteren Ende des Endstücks verbunden wird. Nach dem Lackieren ist der komplette Aufbau abgeschlossen. Nun fehlt noch der Fahrdraht für den Schiebebühnenschlitten. Hier bietet sich eine Kombination aus einem 270 mm Fahrdrahtstück sowie den beiden beim Quertragwerk zusätzlich enthaltenen Endstücken an. Ich habe an einem der Tragseile den Hänger durchtrennt, die beiden Teile ineinander eingehakt und dann verlötet. Der Abstand von Tragseil und Fahrdraht ist ausreichend, um ihn über die Märklin-Portale zu fädeln. Zur Befestigung habe ich übrig gebliebene Drahtstücke durch einen Isolator gefädelt und in den oberen Teil der Portale eingeklebt. Nach dem Kürzen der Drähte habe ich diese oberhalb des Isolators mit dem Tragseil verlötet. Den Fahrdraht habe ich von unten mit den inzwischen grün gefärbten Isolatoren des Portals verklebt. Damit ist die Oberleitung für die Schiebebühne komplett fertiggestellt. Es war schon ein nicht unerheblicher Aufwand, der sich aus meiner Sicht aber absolut gelohnt hat. Nun noch ein Test zum Fahren mit aufgebügeltem Pantographen. Dabei ist zu beachten, dass dies nicht meine Intention war und ich insofern nicht auf die erforderliche Genauigkeit geachtet habe. In seltenen Ausnahmefällen hat das Fahren über die Trennstelle, wie hier zu sehen, sogar funktioniert. Ich werde aber weiterhin abgebügelt oder wie gleich zu sehen, mit leicht abgesenktem Pantographen fahren. Ich hoffe, das Video war hilfreich und bis dahin.